Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Timeout Racing. Und wenn du neu bei uns bist, ich bin der Sven und wir zeigen dir die Dakar, wie du sie sonst im Fernsehen nicht zu sehen bekommst. Es gab schon lange keine Videos mehr von uns, das hat auch einen Grund. Es war gar nicht klar, ob und wie wir an die Dakar gehen können. Es gab verschiedene Gespräche mit verschiedenen Teams in verschiedenen Formen. Am Schluss haben wir uns dann entscheiden müssen, bleiben wir zu Hause oder gehen wir an die Dakar. Es ist auch so, dass wir im Sommer noch einen LKW gekauft haben von Christian, uns dann entschieden haben, selber Service anzubieten. Das war eine gute Idee, aber zu spät, weil die Teams, die 2025 an der Dakar starten wollen, die haben vermutlich schon ein Jahr vorher ein Serviceteam aufgeboten. Wir hatten verschiedene Gespräche, aber es war alles Last Minute und wir haben dann uns entschieden, nein, 2025 ist das zu knapp. Aber wir gehen, wir haben eine Kooperation mit Montana Racing, sind wir eingegangen und es ist ein großes Team, das sind 2 Personen aus Amerika, dann der Frank mit Frieder, den kennt ihr, also den Frieder nicht, aber den Frank schon von der letzten Dakar, wenn ihr die Videos geschaut habt, wenn nicht, dann schaut oben, hier wird es verlinkt. Und ihr kennt, die meisten kennen sie, Adi und Ernst mit dem Peugeot. Sie sind auch am Start. Und wer ist wir? Das ist der Uwe und ich. Wie geht es jetzt weiter? Heute ist Freitag und bereits am Mittwoch geht der Iveco nach Barcelona. Nadine fährt den nach Barcelona, besten Dank dafür. Und ich fliege dann nach, damit wir am Freitag das Fahrzeug abgeben können und auch das Team begleiten können, werde da sicher wieder filmen, damit ihr da hautnah dabei seid bei den ersten Tätigkeiten von der Dakar. Was dieses Jahr anders ist, ich habe es vorher kurz erwähnt, wir haben eine Medienakkreditierung. Das ist sehr cool, weil wir kommen da jetzt an Orte hin, wo wir vorher nicht hin konnten. Das heißt, ich kann euch Bereiche zeigen, die bis jetzt für mich nicht zugänglich waren. Seid gespannt und daher, wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, abonniert bitte unseren Kanal, dann werdet ihr immer informiert und dann klickt auch drauf und schaut durch das Video. Ich wurde dann gefragt, musst du noch viel vorbereiten für die Dakar? Und ich habe gesagt, nein, ist eigentlich alles parat. Ich habe mich getäuscht und ich bin auch selber schuld. Es kommen mir immer Ideen in den Sinn, was man noch alles tun könnte. Und wo wir stehen und was jetzt bevorsteht, das seht ihr jetzt. Also wir gehen mit dem Iveco, 3,5 Tonnen, was ganz Einfaches, kein Allrad. Da hatte ja Dani Vetter dabei, 2024. Das heißt, Kleber entfernen hier, damit die neuen Kleber dann draufkommen, die Startnummer. Das waren sehr günstige Kleber, das war sehr aufwendig, die abzumontieren. Dann im Innenraum gibt es immer wieder kleine Anpassungen. Da wir als Media akkreditiert sind, nehmen wir kein Werkzeug mit, weil wir dürfen da nicht helfen. Dafür gibt es einen Tisch. Für was dieser Tisch ist, das werdet ihr sehen in den kommenden Videos. Und dann sonst einfach wieder packen, was es alles da so zu packen gibt. Dann gibt es auch Arbeiten, die eigentlich nicht nötig wären. Ich habe gedacht, komm, mach noch eine stärkere Batterie rein. Leider sind die Pole nicht dabei, jetzt noch die Pole bestellt. Die sind heute nicht angekommen wegen Schnee. Also alles immer auf den letzten Drücker. Man hat ein Jahr Zeit und macht es dann doch am Schluss. Das ist Rallye. Dann hinten, Tetris spielen. Alles in Kisten. Jede Kiste muss wieder beschriftet sein. Für die Zolldeklaration, was ist der Inhalt, was ist das Gewicht, was ist der Wert. Und da ist nachher für Uwe und für mich das Bett. Wir schlafen nicht im Zelt, sondern im Iveco. Dann auch sehr cool, wir haben von Stefan den Suram bekommen. Herzlichen Dank. Also das Pitbike ist auf elektrisch umgestellt. Das hat sich letztes Jahr sehr bewährt, weil einfach einschalten und losfahren, keine Vergaserprobleme. Das kommt auch mit, das muss dann noch eingeladen werden. Und was nicht fehlen darf, ist natürlich diese Kiste. Die habe ich seit 10 Jahren dabei an allen Rallyes. Und in diese Kiste kommt alles, was sonst keinen Platz findet.
die Krimskrams-Kiste. Finden mal sehr viel, durchmischt, kein System, aber braucht es auch. Wie geht es jetzt weiter? Heute ist Freitag und bereits am Mittwoch geht der Iveco nach Barcelona. Nadine fährt den nach Barcelona, das erspart mir ein bisschen Zeit und ich fliege dann nach, damit wir zusammen am Freitag das Auto abgeben können. Auch unser Team gibt alle Autos ab, das heißt, ich kann euch da Impressionen zeigen von Barcelona. Selbstverständlich gibt es da auch ein Video dazu. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch unseren Kanal, das hilft uns und auch euch, denn ihr werdet informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Was neu ist dieses Jahr, ich habe eine Medienakkreditierung, oder wir, der Uwe auch, und wir können euch Bereiche zeigen, die bis jetzt für uns verschlossen waren. Sicher spannend, weil da habe ich immer gesehen, No Access, und jetzt sollten wir, wenn alles klappt, das hoffe ich mal, dann auch ein Badge bekommen, wo wir da reinkommen. Das war es auch bereits schon mit einem kleinen Update. Ich hoffe, ihr seid auch so gespannt wie wir auf die Dakar. Bleibt dran und wir sehen uns von Barcelona. Bis bald.